Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute ein Thema mitgebracht, was ein Dauerbrenner bei meinen Kunden ist, und zwar: Wie testet man eigentlich Microservices? Dazu habe ich mich mit Michael Kutz von Rewe unterhalten, der auf viele Jahre Erfahrung im Microservice-Umfeld zurückblickt, welche Herausforderungen und Hürden sie genommen haben, welche Lösungswege sie verfolgt haben und wie sie es geschafft haben, aus einem Monolithen eine Microservice-Architektur zu machen und diese auch effizient und elegant zu testen. Darüber erzählt er uns mehr in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Richard. Ja, wir haben es mal geschafft, das freut mich. Du warst schon so lange auf meinem Backlog und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe dich angeschrieben. Wir kennen uns ja aber auch schon ein paar Jährchen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wann wir uns getroffen haben. Ist schon vor Corona Ja, wahrscheinlich. war vor Corona. Ich glaube 2017, 2018, so irgendwas war das die Agile Testing Konferenz, die eine in München damals. Da sind wir uns über den Weg gelaufen, genau. Ja, ist schon ein paar Jährchen her. Ja, 18 war es, glaube ich. Ja. Ja, und du hast ja, wir haben uns überlegt, worüber könnten wir beide denn sprechen? Du hast nämlich sehr viele spannende Themen und ich habe ein Nervthema meiner Kunden gesagt, darüber möchte ich mit dir reden, weil du bzw. ihr da ja durchaus schon einige Schritte gemacht habt. Und zwar geht es um das Thema Microservices oder Microservices testen, ne? Ja, das ist mein täglich Brot, deswegen denke ich immer, das haben doch langsam alle, aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Viele sind da noch lange nicht und manche gehen wieder weg und und machen wieder dieselben Fehler, die wir gemacht haben, und davon gab's ein paar. Also ja, ist schon verständlich. Ja, schön. Dann lass uns doch mal da einfach mal ein bisschen auf den Busch klopfen. Vielleicht magst du uns kurz reinholen, wie ist denn bei euch so, wie war bei euch die Historie, wie seid ihr denn da hingekommen, wo ihr heute seid, was das Thema angeht? Ja, also das war vor rund 10 Jahren. Da haben wir angefangen mit einem monolithischen Online-Shop, der an relativ viele Legacy-Systeme angeschlossen war, die jetzt auch unter Umständen zumindest mal nicht so gebaut waren, wie wir sie benutzen wollten oder mussten. Und da gab es dann relativ viele Kompromisse, wie das implementiert wurde. Genau, das wurde dann noch extern entwickelt hauptsächlich, und dann haben wir interne Teams aufgebaut. Das war so mein Einstieg, und haben erstmal versucht, diesen Monolithen irgendwie zu modularisieren und zu wartbar zu machen. Und wir wollten aber gleichzeitig mit ziemlich vielen Leuten möglichst daran arbeiten und entsprechend schnell werden. Jetzt ist das bei einem Monolithen aber organisatorisch manchmal schwierig, da steht man sich viel auf den Füßen. Also wir hatten wirklich so diese Albtraum-Merch-Hölle, wo dann einer meinte, ja, ich habe das hier endlich mal refactored, und 3 andere meinten, habe ich auch gemacht, aber anders. Und dann hast du irgendwie 100 bearbeitete Dateien, und ja, das war nicht unbedingt der größte Spaß, und es ging damals auch alles sehr, sehr schnell. Wir sind wahnsinnig schnell gewachsen in der Zeit. Ja, und dann sind wir hingegangen und haben, also vielleicht noch zum Thema Testing speziell, jetzt mal abgesehen von der Softwareentwicklung. Das Ganze war halt auch von sehr vielen End-to-End-Tests nur geprüft. Die Unit-Tests, die waren relativ überschaubar, musste halt alles schnell gehen, hat man keine Zeit für. Und dann habe ich auch immer wieder gesehen, dann tendieren Leute dazu, nur noch End-to-End-Tests zu schreiben, weil wenn sich das Ding so viel verändert, dann schreibst du in Unit-Tests zu viele Details. Und dann versuchst du das irgendwie dich auf das Stabile, ne, auf die direkte Implementierung des Requirements als Test zu konzentrieren. Und die liefen halt ewig, ne? Also 3-4 Stunden.
Also ich weiß, ein paar Kollegen haben jetzt auch schon gesagt, 3 Stunden, das wäre ein Träumchen. Aber wir hatten eher so eine Vorstellung, so Extreme Programming mäßig. Wir wollen eigentlich 10 Minuten warten, bis wir wissen, ob die Codeänderung irgendwas kaputt gemacht hat oder nicht. Ne? Und ja, dann Architektur hat dann entschieden, so, wir gehen jetzt auf dieses Microservice-Ding. Wir hatten auch ein paar sehr fähige Architekten, die das wirklich gut durchdacht haben, viele selbst bei uns sehr unpopuläre Entscheidungen damals getroffen haben, so nur noch asynchrone APIs. Da wird es dann auch schon mal haarig, auch wenn du aus der Testperspektive denkst, ne, so Eventual Inconsistency und End-to-End-Tests funktionieren gar nicht so gut miteinander. Ja, und dann haben wir das trotzdem gemacht und konnten dann entsprechend auch sehr schön hochskalieren, sehr viele Teams, sehr viele unterschiedliche Verantwortungsbereiche und so weiter und so fort. Ja, mussten uns natürlich einige neue Dinge überlegen, wie wir das Ganze dann mit automatisierten Tests absichern. Vielleicht noch eine Bemerkung zur Organisation. Wir haben ganz lange gar keine Tester gehabt. Also wir hatten Leute, die testen, aber keine Tester. Also es war immer in der Verantwortung der Entwicklungsteams. Und wir hatten Leute, die waren erfahren im Testing, aber haben sich auch nicht als Tester bezeichnet. Und wir hatten Leute, die da nicht so erfahren drin waren. Und wir haben dann halt immer uns gegenseitig weitergebildet sozusagen, um da besser drin zu werden. Ja. Also wir sind sehr unberührt von ISTQB und ähnlichen Schulen. Also ganz frisch, ohne Fokus oder starren Blick da drauf, habt ihr mit dem Testen gestartet. Ja, sagen wir im Guten wie im Schlechten sehr informell. Wir haben uns unsere eigenen Dinge überlegt, wie wir damit umgehen. Was waren denn so die Test-Steps, die ihr da so gegangen seid? Ne? Also ihr habt quasi vorher jetzt wenig Unit-Tests gehabt, du ganz viele End-to-End-Tests. Ne? Da muss man sich einmal überlegen, was will ich eigentlich darunter machen und welche Tests machen denn Sinn? Wie habt ihr euch denn das strukturiert oder was ist euch da gleich mal über den Weg gelaufen? Ja. Also, wie gesagt, zu Beginn haben wir versucht, diesen monolithischen Code, der unter sehr viel Druck sehr chaotisch geworden war, neu zu strukturieren und haben das dann irgendwann tatsächlich wirklich aufgegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, der Code, der jetzt da ist, der funktioniert. Wir gehen einfach davon aus, der ist bugfrei. Das stimmt nie, aber das war halt die Annahme. Und wir haben gesagt, wir fassen den nicht an, weil alles, was wir daran anfassen, das destabilisiert ja dieses irgendwie zementierte Konstrukt, wovon wir annehmen, dass es fehlerfrei ist. Und dann haben wir nach und nach Code, also Funktionen eigentlich ersetzt durch Code in Microservices. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt getestet? Also ich füge ja, also das ist dieses Strangler-Fig-Pattern. Martin Fowler hat das sehr schön beschrieben auf seiner Website. Wir reproduzieren sozusagen die Funktionalität und dann machen wir einen Bypass aus dem Monolithen raus in diesen Microservice und der Microservice übernimmt das. Und ursprünglich hat die UI dann immer noch der Monolith geliefert. Also unsere ersten Microservices waren Datenbanken mit APIs. Also kaum Business Code, eigentlich nur, wir haben die Datenhaltung ausgeliefert und umgehen damit die etwas komplexe Datenbankstruktur in den Monolithen. Und dann haben wir die Business-Logik nach und nach darüber gezogen. Und irgendwann war nur noch das Rendern vom HTML im Monolithen selber drin. Und die Test-Steps, die wir da gemacht haben, war, erstmal haben wir uns sehr stark auf die End-to-End-Test-Suite verlassen, die wir ja immer noch hatten. Das war nicht schön. Also es war dann häufig so, dass wir die Tests ausgeführt haben. Die liefen dann mit ein paar Optimierungen so in 2 Stunden ein bisschen mehr. Aber es war halt fast nie so, dass beim ersten Versuch die Testsuite grün war. Und dann war es aber eigentlich immer wirtschaftlich einfacher, den Test nochmal auszuführen und zu gucken, ob der jetzt immer noch rot ist,
als irgendwie zu analysieren, woran es gelegen hat. Und erst wenn ein Test 3-mal rot war, haben wir gesagt, okay, da ist wahrscheinlich wirklich ein Fehler. Das ist geile Metrik. Ja, das ist, weißt du, ich weiß, wir sind nicht die Einzigen, die sowas machen. Nee, das sicher nicht. Ja, und dann mit den Microservices haben wir halt von vornherein, also wie gesagt, die hatten halt eine API, da war es noch so eine synchrone API, also der Monolith, der konnte, also wir wollten da nicht noch Kafka einbauen, das hatten wir damals auch noch nicht. Also jeder Microservice hatte eine sauber formulierte API und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben für diese API erstmal Tests geschrieben. Also haben damals, glaube ich, schon Spring Boot eingesetzt, wahrscheinlich noch Spring Boot 1. Ja, müsste hinkommen. Und haben dann halt das Test-Tooling von Spring Boot genutzt, um nur den Service hochzufahren und dann konsequent die API durchzutesten, ohne irgendwie in den Service selber reinzugucken. Und gleichzeitig natürlich auch Unit-Tests für die Business-Code-Stellen geschrieben. Und so haben wir dann so nach und nach eine etwas pyramidenartige Struktur für unsere Testautomationen hinbekommen. Aber was lange gefehlt hat, war dann wirklich diese UI, also die Spitze der Pyramide. Das war immer noch diese Gesamttest-Suite, für die alle verantwortlich waren. Und wenn alle dafür für irgendwas verantwortlich sind, dann ist es meistens jemand anders von allem. Ja? Also gerade auch was die Analyse von gefailten Testläufen angeht, das war immer ein nicht sehr populärer Job. Ja, verstehe. Ja. Jetzt, wenn ihr, also ihr habt da natürlich auch noch immer dann die Menge an End-to-End-Tests gehabt, was habt ihr denn da als, sagen wir, Ersatz dann erwogen oder das umzubauen oder vielleicht eine Ebene drunter zu gehen? Manche machen dann ja so ein bisschen noch eine Zwischenschicht oder so. Was war denn eure Strategie dann da? Wir haben versucht, die Testfälle zu reduzieren. Also einfach, indem wir gesagt haben, ja, dafür haben wir jetzt einen API-Test auf Service-Ebene, dann brauchen wir jetzt dann brauchen wir vielleicht noch den einen Testfall und vielleicht auch noch den anderen, aber nicht die 10, die dieselbe Funktionalität mit einer anderen Variante testen, weil wir das Risiko von diesem Fehler für diese Variante eigentlich 3 Ebenen drunter schon abgesichert haben. Das wäre unser Ziel gewesen. Wir kamen aber mit dieser Test-Suite nicht besonders gut klar. Die war, ich glaube, die war gar nicht so schlecht, aber sie war sehr anders als das, womit wir arbeiten wollten als Entwickler. Das ist auch immer ein Thema, finde ich, so dieses Tooling, was Tester gerne benutzen und das Tooling, was Entwickler gerne benutzen, das ist häufig schwierig übereinander zu kriegen, finde ich. Das glaube ich. Da habe ich noch nicht viele Tools gesehen, wo ich gesagt hätte, ja, damit würde ich als Entwickler auch arbeiten wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, wir haben dann angefangen, das im Grunde neu zu schreiben und haben uns dann eben auf die wirklich riskanten Fälle konzentriert. Da war am Anfang aber noch sehr viel Risiko in dem monolithischen Code selber. Also wir mussten dann im Grunde fast alles nochmal reproduzieren und dann haben wir es so nach und nach abgeschafft. Am Anfang waren wir so 4, 5, 6 Teams. Da haben wir noch alle zusammen an dieser Test-Suite gearbeitet. Also wenige von uns, aber wir waren so eine Art Gilde, würde ich sagen, die daran gearbeitet haben. Und später waren wir dann 12, 13, 14 Teams und dann gab es nur noch so ein paar Vereinzelte, die sich darum gekümmert haben. Und die sind dann irgendwann hingegangen und haben einfach gesagt, der Test ist gefailt beim ersten Mal, der geht jetzt in Quarantäne. Und wir versuchen, das Team ausfindig zu machen, was hauptsächlich sich für diesen Test verantwortlich fühlen sollte. Und schreiben die an, sagen, hier könnt ihr das bitte mal stabilisieren. Das Ding ist offensichtlich flaky, wir wollen keine flaky Tests. Und häufig genug haben die Teams dann gesagt, wir wussten nicht, dass dieser Test existiert, wir brauchen diesen Test auch nicht mehr. Und dann haben wir die nach und nach, also dadurch haben wir sie einfach reduziert, ne? Indem wir die stabilen drin gelassen haben, die instabilen dann fix it or toss it gesagt haben. Ja, und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und irgendwann haben wir das ganze Ding dann neu geschrieben und haben wirklich nur noch den Money Path
durchgetestet. Also gar nicht so dieses Given, When, Then Pattern, sondern wirklich so Given, When, Then, When, Then, When, Then, When, Then. Also so ein immer weiter fortgesetzten Test und irgendwo bricht er dann manchmal. Und dann guckt man sich halt genau das an, wo er gebrochen ist und dann konnten wir das ganz gut eingrenzen. Ja, spannend. Jetzt habt ihr euch es klingt jetzt so, ihr habt euch ja wirklich explizit Zeit auch dafür genommen, weil das ist das, was ich häufig sehe, wenn man dann so lauffähige Test-Suite hat und dann heißt es, ja, eigentlich müsste man das jetzt alles mal umarbeiten. So, und dann gucken alle und dann werden wieder Features weiterentwickelt. Wie habt ihr denn da die Awareness geschaffen, dass man da auch Zeit investiert? Tja, also wie gesagt, wir hatten ja kein QA-Department oder Tester oder was auch immer, sondern es waren halt die Entwicklungsteams. Und die Entwicklungsteams haben der Fachseite gesagt, wir brauchen das. Und die Fachseite hat selber gemerkt, also du musst ja bedenken, wir haben in der Zeit extrem viel umgebaut. Ne? Wir haben innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Jahren wahrscheinlich das komplette Ding einmal auf links gedreht und neu geschrieben. Und in der Zeit hast du natürlich mit großen Risiken zu kämpfen. Und wenn du dann gar keine Absicherung dafür hast, dann merkt auch eine Fachseite, das ist keine gute Idee, wenn wir uns da jetzt querstellen und keine Zeit dafür einräumen. Zusätzlich waren wir einfach in der beneidenswerten Situation, dass wir primär eine Tech-Organisation waren. Also wir waren schon sehr Engineering getrieben. Die Fachseite war jetzt nicht ausgeblendet oder irgendwie so per Proxy angebunden oder so. Die haben uns schon gesagt, was sie genau wollen und dass sie es bald wollen und eigentlich gestern. Aber wir hatten immer so ein auf Augenhöhe operieren in der Zeit auf jeden Fall und konnten dann einfach gut mit denen verhandeln, wir konnten gut mit denen reden. Es war nie, der Chef hat auf den Tisch gehauen und gesagt, ihr müsst das jetzt fertig machen, sondern es war meistens so, der kam vorbei und hat gefragt, wie lange es dauert und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her verhandelt und haben gesagt, naja, also du kannst das nächste Woche haben, aber dann brauchen wir danach 4 Wochen, um die Sägespäne wegzukehren und das nochmal abzustützen und so. Oder du gibst uns jetzt 2 Wochen mehr und dann brauchen wir danach nur noch 1 Woche zum Aufräumen. Also meistens ging das, aber klar, es gab auch Themen, wo sehr viel danach noch aufzuräumen war. Und manchmal hast du dann die Zeit auch dafür nicht. Ne? Und dann liegen ein paar Leichen im Keller, aber ja. Es ist schön, dass ihr diesen Weg auch gehen könntet. Also ich glaube, das kann auch ein Paradebeispiel sein für viele andere, wo die so stark feature-getrieben sind, dass man sich dafür nie die Zeit nimmt und dann so einen Berg an technischen Schulden da vor sich hinschiebt. Ne? Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht, auch gerade in letzter Zeit. Ich sehe also es gibt viele Organisationen, die gönnen ihren Entwicklungsteams so Clean-up-Sprints oder wie auch immer man das nennt, Booster-Sprints, was auch immer, wo sie dann sagen, hier, der Product Owner hat diesen Sprint nichts zu sagen, ihr dürft bestimmen, was ihr macht. Und ich war selber schon häufiger in solchen Situationen und ich habe dann, also die Zeit ist immer zu viel und zu wenig gleichzeitig. Du kannst nie das ganz Schlimme aufräumen. Du willst es auch gar nicht aufräumen. Also das ist wie wenn ich meiner Tochter sage, räum dein Zimmer auf. Das ist, wo soll ich anfangen? Ne? Also es ist zu groß. Und eigentlich müsstest du denselben planerischen Aufwand in so ein Aufräumen stecken wie in die Feature-Entwicklung. Aber da wird dann implizit häufig von Leuten erwartet, dass du da schon einen Plan für hast, wie du das aufräumst. Aber das hast du nicht. Ne? Du bist ja auch in diesem Feature-Entwicklungsmodus drin. Und neue Features bauen macht auch meistens mehr Spaß. Ne? Also es ist. Ich glaube schon, das ist so ein großes Thema auch, ne? Dass also, sagen wir jetzt als Entwickler oder sowas, man einfach auch keinen Bock hat, da jetzt einen Monat lang irgendwelche Testfälle zu schrubben, die dann vielleicht ein bisschen besser funktionieren als vorher. Ne? Ja.
Ja, ich meine, wo ich zumindest Spaß drin entwickle, ist einfach, ich kriege viel schneller Feedback. Ne? Also so, ich halbiere die Laufzeit der Tests. Ab da, finde ich, macht so richtig Laune. Ne? Da merkst du halt, es geht alles schneller, ich krieg viel besseres Feedback, krieg viel schneller Feedback. Da würde ich sagen, ja, das macht Spaß. Da sagt auch jeder Entwickler, ja klar, mache ich jetzt. Aber so dieses, was du auch gerade sagtest, ne? Ich mache die Tests jetzt ein bisschen weniger furchtbar. Oder ich mache mal diesen großen End-to-End-Test und schreibe dafür 6 Unit-Tests oder so. Das ist, das ist gar nicht mal so spaßig. Ja, das ist, glaube ich, das ist ja dann eher für die Schlimmes verbrochen haben. Ja, das vielleicht auch nicht, aber es ist halt so, ja. Ja, also ich sag nur, es gibt die Anwälte der guten Testcode-Qualität sind rarer gesät, als die meisten Leute denken. Also ich glaube, viele Leute, die entwickeln wollen, die wollen halt Code schreiben, der Probleme löst und nicht Probleme schafft. Und ein fehlender Test wird von vielen erstmal als Problem empfunden. Ja, das stimmt. Ja. Ja, spannend. Jetzt habt ihr quasi ja dann 3 Ebenen aufgebaut bzw. umgebaut gehabt, also Unit-Tests, die API-Tests, die End-to-End-Tests. War das genug? Habt ihr gemerkt, da braucht es noch was, wir haben da noch in irgendwelchen Bereichen keine Sicherheit, wo wir sie gerne hätten? Mhm. Ja, also zunächst mal haben wir festgestellt, diese End-to-End-Tests, die nerven, selbst wenn es nur 3 sind. Also weil eben die Fehleranalyse so furchtbar ist. Also du kriegst einen failenden Test, du hast erstmal einfach ein rotes Lämpchen. Aber dieser failende Test gibt dir erstmal gar keine Informationen, woran es gelegen hat. Ne? Also das ist ganz nervig und da steckt so viel Zeit drin. Und am Ende stellst du fest, ja, die Datenbank war einfach zu dem Zeitpunkt langsam oder irgendein blöder Zustand, wo der Code, den du da gerade deployed hast, gar nichts für konnte. Und dann haben wir erstmal relativ viel Zeit da rein investiert, mehr Analysefähigkeit zu haben. Wir haben viel über Logging nachgedacht. Später habe ich einen Talk gehört, wo ich dachte, ach guck mal, das hat noch jemand getan. Das Thema hieß dann auf einmal Observability und bezog sich eigentlich mehr auf Produktion als auf Tests. Aber bei uns war es hauptsächlich Test-Stages und Test-Reporting. Das war ein großes Thema eine Weile. Und wir waren aber nie ganz frei von Fehlern. Ne? Also wir haben sehr schnell, sehr häufig sehr kleine Änderungen released. Damit war das Risiko bei jedem Release extrem gering. Also wir brauchten nicht mehr diese Abnahmetests, die wir beim Monolithen hatten, die teilweise eine Woche gedauert haben. Aber natürlich haben wir dann auch schon mal Dinge kaputt gemacht und haben es erst einen halben Tag später gemerkt, wenn das irgendwie so ein randständiges Feature war. Oder im schlimmsten Fall auch erst Tage später. Das ist ganz, ganz peinlich, wenn der Kundendienst dann dir ein Ticket aufmacht und sagt, hier, Zahlung mit dieser obskuren Zahlungsmethode funktioniert nicht. Und ja, hat sie nicht getestet, hat sie nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt eine Auswirkung haben konnte und so weiter. Ja. Und dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, wann das war, aber irgendwann haben wir dann dieses Shift-Right. Also zuerst haben wir gemacht Shift Left, also wir haben unsere Tests kleiner gemacht, auf eine niedrigere Ebene geschoben, früher diesen failenden Test dann gehabt und dann haben wir dieses Shift Left, but look right. Und wir haben dann sehr viel Monitoring und Alerting eingebaut, also zum einen bessere Logs, also Thema Observability, aber dann halt auch wirklich Alerts, also sobald ein Kunde eine Fehlermeldung sieht, muss bei uns eigentlich eine rote Lampe irgendwo angehen. Es sei denn, es ist so ein Netzwerkproblem. Ne? Also ein Kunde sieht schon mal eine Fehlermeldung, weil er in der Bahn durch den Tunnel fährt, aber da können wir nichts dran machen. Aber es gab schon verdammt viele Fälle, wo irgendwas im Backend umgefallen ist und dann haben wir uns dafür halt Alerts geschrieben. Ja. Da sind wir auch jetzt immer noch nicht mit fertig. Ich und ein paar andere Leute haben sich dann auch noch mit dem Thema Site Reliability oder Service Reliability Engineering beschäftigt, was das Ganze noch mal ein bisschen formalisierter macht und systematischer. Und da sind wir sind schon sehr lange damit dran.
das in einzelnen Teams zu machen. Jetzt machen wir es auf einer sehr großen Ebene langsam und formalisieren das. Und ich denke, das wird auch nie ganz fertig werden. Aber das lohnt sich richtig, weil wir haben dadurch diese End-to-End-Tests haben immer mehr an Bedeutung verloren, weil wir gesagt haben, im Zweifel schmeiß es auf Produktion, warte den Alert ab, wenn er denn kommt, und wenn er kommt, dann roll zurück und dann analysiere den Fehler. Ne? Und das ist für unser Geschäft im E-Commerce gut genug. Also da wäre der Aufwand, den wir reinstecken müssten, diese Fehler, die auch teilweise nur auf Produktion wirklich auftreten, oder der Aufwand, den wir reinstecken müssten, um eine Teststage zu haben, wo wir diese Fehler auch nachweisen könnten oder wo wir sie ganz automatisch sehen würden, der steht einfach in keinem Verhältnis zum möglichen eingetretenen Schaden, den wir haben. Ja, verstehe ich, kannst du da nachvollziehen. Ne? Wenn man anschaut, was manche an Testumgebungen aufziehen und mit welcher Energie dort gearbeitet wird. Aber einfach auch oft aus dem Problem, dass die halt diesen Rollback-Mechanismus nicht leben können auf irgendwelchen Gründen, also da einfach noch nicht sind. Ne? Ja, aber das ist was du zwingend bei einer Microservice-Umstellung brauchst, sowieso. Also weil du wirst ja einen Teil des Systems neu deployen. Und du kannst ja dann nicht mit einer Downtime leben. Das heißt, du musst dir irgendwie einen Mechanismus schaffen wie Blue-Green Deployment oder Canary Releasing oder was auch immer, was es dir ermöglicht, ohne Downtime neue Dinge draufzuschmeißen. Und es gibt dann noch immer ein paar schmerzhafte Sachen, die man lernen muss. Also Datenbankmigrationen machen in dem Zusammenhang nie Spaß. Brauchen viel mehr Aufmerksamkeit und Hirnschmalz, aber am Ende lohnt es sich, weil du eben diese Fähigkeit hast, einfach mal was auf Produktion zu deployen und zu gucken, ob es funktioniert. Ja, das auf jeden Fall, ja. Habt ihr denn irgendwas noch, sagen wir mal so, in eurem Epic Backlog für die Tests in eurem Umfeld, wo ihr sagt, okay, das ist noch so ein Punkt, den wollen wir gerne noch angehen? Ja, einiges. Was ist denn das Highlight davon, also die Top One? Also, wie gesagt, bei diesem Thema Service Reliability Engineering, da stehen wir, weiß ich nicht, in der Mitte am Anfang. Also auf jeden Fall, das Ende ist noch ziemlich weit weg. Da sind wir auch, ich würde sagen, noch so ein bisschen in der Findung, ob wir das genau so machen wollen, wie Google das vorschlägt, oder vielleicht einen leicht anderen Weg gehen wollen. Im Moment gehen wir eher einen leicht anderen Weg, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch so vereint. Das andere, wo wir gerade mit arbeiten, ist End-to-End-Testing, wieder sozusagen besser zu machen, als wir es damals hatten. Also das Thema war lange so ein bisschen verpönt. Wir haben größere Probleme, und ich glaube, das teilen eine Menge Leute, mit Testdatenqualität auf den Teststages. Also das ist einfach ein komplexes Thema bei uns. Wir haben hunderte Märkte mit verschiedenen Sortimenten und verschiedenen Datenversorgungen, die da passieren müssen. Es gibt eine recht unüberschaubare Anzahl von Konfigurationen. Also wir haben ja zum Beispiel Lieferläger, aus denen wir direkt Privatkunden beliefern, und die arbeiten nach ganz unterschiedlichen, also nicht komplett unterschiedlichen, aber die sind halt etwas anders organisiert logistisch. Und dann muss der IT-Prozess teilweise das auch abbilden. Und das musst du halt eigentlich und auch uneigentlich alles testen. Ja. Und das ist einigermaßen komplex, dafür eine Umgebung bereitzustellen, die dir zu jeder Zeit alle diese Varianten zur Verfügung stellt. Mhm. Das kriegen wir einigermaßen gut hin, weil wir ein paar richtig gute Tester dann jetzt doch haben, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, wirklich End-to-End zu testen, also dann auch teilweise mit den mobilen Devices, mit denen unsere Mitarbeiter im Lager rumlaufen. Die hat halt nicht jeder Entwickler auf dem Tisch liegen. Mhm. Und deswegen brauchen wir diese hauptamtlichen Tester sozusagen jetzt dann doch.
Und die können uns eigentlich immer helfen, wenn wir irgendwas manuell testen wollen. Das ist schon gut. Das ist auch noch so ein persönliches Steckenpferd von mir, mehr Exploratory Testing, also exploratives Testen in die Entwicklungsteams reinzutragen, dass ein Entwicklungsteam vielleicht eher mal sich eine halbe Stunde im Sprint Zeit nimmt, um mal selber das eigene Produkt auf Herz und Nieren zu prüfen. Ja, so nach einer schönen kleinen Charta, wie zum Beispiel, ich habe den Code von dieser API gesehen, ich weiß nicht, ob das mit der Autorisierung genau so funktionieren sollte. Ja, also manchmal siehst du als Entwickler sowas im Code und denkst dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig funktioniert. Das sind dann teilweise nur so interne Nicklichkeiten oder so, aber das ist schon gut. Ne? Ja, das ist noch so ein Thema, Exploratory Testing mehr in die Teams tragen, Testumgebungen, die Datenversorgung zu flexibilisieren, würde ich es mal nennen. Oder wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, wie wir es überhaupt lösen wollen. Ja, das Ja, ist ja schon eine ganze Menge, ne? ja, das sind auch alles Themen, die sind, also wenn du jeden Tag einen Punkt auf so ein Ticket machst, was in Doing ist, ne? Wir machen da einen Punkt pro Jahr drauf, würde ich sagen. Das dauert. Das sind halt auch Themen, die müssen abgesprochen werden. Die müssen auch mit unseren Plattform-Engineers, die eine tolle Arbeit leisten, aber die sind sich halt mancher Probleme, die wir dann fürs Testen haben, auch nicht so intuitiv bewusst zumindest. Ne? Du musst denen das erklären. Und die antizipieren schon wahnsinnig viel, aber manche Sachen sind denen nicht bewusst. Und auch die Fachseite muss manchmal so ein bisschen abgeholt werden, wo jetzt eigentlich das Problem liegt, das testen zu können. Weil teilweise sind Sachen aus fachlicher Sicht sehr einfach und aus technischer Sicht überraschend komplex. Und ich würde immer sagen, da haben wir Techniker einen Bock geschossen. Also Dinge, die fachlich einfach sind, dürfen eigentlich technisch nicht so komplex sein. Aber es gibt halt sowas wie Legacy-Systeme, die schon 3-mal umgebaut sind und durch 4 verschiedene Teams gegangen sind und dann ist es schwierig, das noch anzupassen. Ja, natürlich, ja, ja. Aber gut, ihr habt ja schon sehr viele Schritte gute Schritte gemacht. Also das war ja jetzt da war ja ganz viel Erfolgsstory jetzt auch dabei, was ihr schon geschafft habt in den letzten Jahren. Ich glaube, da können sich viele ein großes Stück davon abschneiden, hier eine Strategie zu fahren, da auch mal hinzukommen und nicht irgendwo auf dem Weg stecken zu bleiben und dann da in so einer Zwischenlösung zu verharren, weil dann hat man irgendwie so die Vorteile der Microservices nicht und irgendwie trotzdem irgendwie ganz viel Testaufwand, der man gar nicht weiß, was man damit eigentlich macht und dann für ein Ergebnis hat. Ne? Ja, ich finde es vor allem wichtig, dass man sich darüber klar wird, warum man das machen will. Also warum will man Microservices machen? Weil die haben einfach ihre Nachteile. Du hast diese Probleme mit API-Management im Internen, du hast Probleme der Koordination, du hast Code-Organisationsprobleme. Also, ne, also du musst ganz viele Probleme lösen, die du wahrscheinlich auch sonst lösen müsstest, aber auf einer anderen Ebene. Also technisch machen Microservices, habe ich neulich einen Artikel gelesen, musste dem in überraschend großen Teilen zustimmen. Technisch machen Microservices eigentlich keinen Sinn. Es ist eigentlich ein organisatorisches Problem, was du auf eine technische Ebene hebst. Also du machst Conway's Law zu deinem Architekturprinzip, würde ich sagen. Und das also wie gesagt, technisch ist es nicht notwendig. Es ist nur ein organisatorisches Problem und ich sehe bei dem nur halt den Fehler in dem Satz. Ne? Alles ist ein organisatorisches Problem in der IT. Es ist, ja. Ja, lohnt auch mal darüber nachzudenken. Ne? Also für den einen oder anderen, der da mal sich auf den Weg macht, da auch mal drüber zu reflektieren. Ne? Nur weil es alle machen, heißt nicht, dass es gerade das Richtige ist. Ne? Ja, ich habe im Moment so den Eindruck, der Trend ist schon fast wieder vorbei, aber ja, ich mag mich täuschen und also wir werden davon, glaube ich, nicht mehr
in absehbarer Zeit weggehen, weil wir haben jetzt diesen Aufwand betrieben, dieses Ökosystem zu schaffen. Für uns hat sich's, würde ich sagen, sehr ausgezahlt. Also wir hatten so ein paar Krisen, würde ich sagen, wo von extern Probleme auf uns herabgeregnet sind, die wir dann relativ elegant lösen konnten. Also ich erinnere mich da an die Mehrwertsteuersenkung, die mal zwischendurch kam. Das ging überraschend einfach bei uns, weil wir einfach eine Datenarchitektur hatten, die uns das relativ schnell ermöglicht hat, das so zu ändern. Und ja, einige Dinge, ne, so regulatorische Dinge, die können wir überraschend schnell lösen, dadurch, dass wir so organisiert sind, wie wir organisiert sind und dadurch, dass unser Code eben unsere Organisationsstruktur, das auch gut zusammenpasst. Ja, super. Michael, vielen lieben Dank für diese Einblicke mal in eure große Organisation und wie ihr diesen Weg gegangen seid. Ich fand das sehr spannend, mal zu sehen, dass es auch gut funktionieren kann, auch wenn mit Schmerz, aber dass man da auch gut weiterkommt. Und ich fand die Frage jetzt am Schluss nochmal spannend für den einen oder anderen mal zu denken, ist es überhaupt der richtige Weg? Muss man das überhaupt machen? Da auch kritisch zu bleiben, ne, bei diesen Themen. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auch in echt wieder. Nach den vielen Jahren laufen wir uns bei einer Konferenz wahrscheinlich wieder über den Weg. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und sage nochmal Danke. Danke dir. Ciao.